Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute soll es nicht nur einfach nur um Werkzeug gehen, sondern um ein extrem wichtiges Thema, nämlich Aufbewahrungssysteme. Heute schauen wir uns mal das System von Dewalt an. Und eine Sache ist ganz wichtig, diejenigen, die eher so beim Thema Bosch sind oder Makita oder Metabo oder auch Festool, sollten heute hier unbedingt ganz genau auch zuschauen, denn es könnte für euch sehr interessant sein. Wer denkt, dass Ordnungssysteme langweilig sind und dass du das eigentlich gar nicht brauchst, unbedingt jetzt weiter gucken. Ich habe vorher überlegt, ja, Ordnungssysteme, so eine Boxen und so, kann das spannend sein? Also ich habe das mir jetzt gar nicht beantwortet, ich habe sie aber dann ausprobiert und habe immer wieder gesagt, ja, das ist ja toll, was das alles kann. Ach so, so geht das, das kann man auch noch machen, das ist ja der Wahnsinn. Und das möchte ich dir heute unbedingt näher bringen. Denn was haben deine Eltern dir schon damals gesagt? Ordnung ist das halbe Leben. Und genau so ist es auch. Und jeder, der sich so eine Werkstatt aufbaut mit der Zeit, wird feststellen, dass Ordnung extrem wichtig ist. Und gerade wenn man weniger Platz hat, je weniger Platz man hat, umso wichtiger ist natürlich auch Ordnung. Und das hier sind Systeme, die dir es erlauben, auf jeden Fall jede Menge Ordnung zu haben, alles an seinem Platz zu haben und das Ganze sogar mobil mitzunehmen. Ich muss sagen, ich habe es angeschaut, ich bin begeistert und jetzt möchte ich dich begeistern. Was haben wir hier eigentlich? Wir haben hier von Dewalt das sogenannte T-Stack-System. Das ist das hier und hier so der untere Bereich. Und wir haben die Tough Cases. Das ist das hier. Und das beides zusammen ist so universell, so gut, also wirklich, wirklich gut, das musst du dir anschauen. Und jetzt fangen wir mal hier auf der Seite an. Das sind nämlich die zwei Cases. Wenn wir hier mal schauen, hier unten, das ist IP54 geschützt. Das heißt, wir haben hier staubsicher und spritzwassergeschützte Cases. Das heißt, schaut mal hier, ich zeige euch das mal. Wir machen das mal auf. Hier sieht man das nämlich ganz gut. So. Und ihr seht hier unten, hier ist die Nut und die greift hier oben in dieses, ja, ich sag mal so eine Art Schaumstoff rein, hier an der Stelle. Und auf die Art und Weise ist das Innere hier wirklich geschützt. Bei dem Koffer, wir machen jetzt mal Folgendes. Und zwar, ich nehme jetzt mal einfach jeden Koffer mal einzeln und baue dann nach und nach mal einen Turm zusammen. Und dann seht ihr, was alles möglich ist. Wir fangen jetzt mal bei dem hier an. Und eine Sache sage ich dir, es wird mit der Zeit immer spektakulärer. Also am Ende wird es dann irgendwann so weit sein, dass ihr sagt, das geht auch noch, aber da kommen wir gleich zu. So, fangen wir mal hier an. Erst einmal, das hier sind die Klipse. Um das entsprechend zu verbinden, kannst du ganz einfach hier abmachen, andere Seite abmachen und dann trennen wir das Ganze. So, also fangen wir jetzt mal mit der Box an. Hier hast du einen Tragegriff, kannst das Ganze hier wunderbar tragen. Ergo, ja, so kannst du natürlich auch andere noch unten drunter hängen und hast dann hier die Möglichkeit, das gut tragen zu können. Ich finde es auch vom Abstand her wirklich schön gelöst. Dann haben wir hier oben die Möglichkeit, dann haben wir hier die Möglichkeit, Schüttgut reinzutun. Ja? Was immer ihr braucht, Vakuumklemmen, Dübel oder was auch immer, Bits oder ähnliches, könnt ihr hier einfach reintun. Was immer ihr so braucht. Macht das Ganze zu, hier habt ihr zwei Klammern und dann ist es auch zu. Und hier innen drin, hier, der Bereich hier ist der Spritzwasser geschützt ist. Und dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, über diesen eingeformten, ja, den Schaumstoff hier, könnt ihr entsprechend das, was ihr nicht braucht, rausnehmen und könnt dann hier für Werkzeug eine entsprechende Mulde schaffen. Ich mache mal ein Beispiel. Ihr könnt zum Beispiel hier für den, das ist ja der 12 Volt Akkuschrauber von Dewalt, den gibt es nicht in der T-Stack-Box. Das heißt, den gibt es nur in der einfachen Werkzeugbox, die so nicht stapelbar ist. Dann macht ihr einfach Folgendes, kauft euch so eine Box oder eine der anderen, kommen wir gleich dazu, und integriert das hier einfach perfekt in euer System. Dann könnt ihr jetzt meinetwegen das Ganze hier jetzt hinbauen, könnt noch einen zweiten, ich simuliere das mal mit einem anderen Hersteller, als Beispiel, dann könnt ihr hier noch einen zweiten hinsetzen oder so, könnt hier ein Ladegerät oder könnt für den hier zum Beispiel einfach weitere Akkus hier reinsetzen, hier ein Ladegerät und so weiter. Ja, also ihr seid hier schon sehr universell oder könnt ihr auch reinsetzen, was immer ihr wollt. Und jetzt, Freunde, jetzt ist es so, jetzt sollten mal diejenigen, oder wir machen das anders. Kleinen Moment, bleibt mal kurz bei mir hier. Wir machen jetzt so Folgendes und lassen das hier mal zu. So.
gucken uns mal den hier genauer an. Moment, wir haben hier den etwas größeren Koffer. So. Ja, hier auch wieder mit der Dichtung und dann hier das hier. So, und jetzt ist es so, dass wenn wir uns jetzt mal anschauen, das hier ist ja ein Dewald-System, ja, und, upsie, das ist für Dewald und ist für Dewald ausgelegt, aber naja, da kann man ja eigentlich doch alles reinbauen. Da kann man zum Beispiel, könnte man jetzt auch sowas reinbauen. Oder man könnte jetzt auch sowas da reinbauen, also als Beispiel, ja. Aber schnell, husch, husch, bleiben wir mal kurz hier. Ich will damit eben nur sagen, das ist jetzt zwar ein System von Dewald, aber es ist natürlich, ich sage mal in Gänsefüßchen, kompatibel zu anderen Herstellern. Denn sowas wie das hier bietet, was heißt keiner, das bietet eigentlich nur Milwaukee noch an, sonst hat das eigentlich niemand. Und ganz ehrlich, du willst das haben. Hier hast du den ganz einfachen Koffer ohne weitere Spezialfunktion. Also wir haben hier einfach einen Koffer, den kannst du hier entsprechend schließen. Wir haben die Wasserdichtigkeit und hier haben wir auch wieder das System. Übrigens, man kann das auch rausnehmen. Das ist natürlich gar nicht so einfach, aber wir kriegen das hin. Für euch mache ich das mal einmal. Moment, wir kriegen das hin. So, wir können das also auch komplett entfernen. So, und dann haben wir entsprechend hier einen leeren Koffer und können ihn auch einzeln nutzen. Ja, das hier gehört entsprechend ja, hier mit dazu und wir kriegen es natürlich auch wieder rein. So, und jetzt machen wir es zu. Ich hätte gesagt, wir bauen Türme. Also wir brauchen das nur einfach hier aufsetzen. Ihr seht, das rastet sofort. Das zu, hier zu und fertig. Ja, das ist so Nummer 1. Und jetzt wird es richtig spannend. Beziehungsweise apropos spannend. Wenn ihr euch für das System interessiert, schaut mal unten in den ehrlichen Preisvergleich. Da sind alle diese verschiedenen Boxen verlinkt. Wenn ihr zu einer einzelnen Box einen Preis wissen wollt, schaut euch das mal unten in der Videobeschreibung an. Denn das sind so viele verschiedene und es gibt auch noch mehr Cases als die wir hier haben. Und das blende ich dir hier mal ein. Und ganz wichtig auch noch, es gibt hier auch ein Trolley-System. Das heißt, es gibt einmal einen größeren Koffer, sagen wir so etwa in der Höhe, hier mit einem Arm, den man rausziehen kann. Und es gibt auch noch einen reinen Trolley, wo du nur einen Boden hast und entsprechend einen Arm, wo du das Ganze hochstapeln kannst. Und noch weitere Dinge, die ich hier heute nicht alle da habe. Das System ist so umfangreich, das ist echt der Wahnsinn. Insofern einfach unten in den Preisvergleich mal reinschauen. Und jetzt wird's, also das hier ist ja schon nicht schlecht, aber jetzt kommen wir zu den absoluten Highlights. Und da fangen wir mal hier an. Und dazu müssen wir den Turm wieder abbauen. So. Und da fangen wir nämlich woanders an, Freunde. Und zwar fangen wir hier an. Und zwar nehmen wir den hier. Den stellen wir mal kurz zur Seite. Das hier, wie ihr seht, ist ein ganz normaler Koffer von Dewald. Da ist hier eine Akku-Tauchsäge drin. So. Und das ist ein Koffer, wie ihr durchaus schon vielleicht zu Hause habt. Und dann könnt ihr Folgendes machen. Dieses System ist voll kompatibel mit dem, was wir euch gleich zeigen. Und dementsprechend kann ich jetzt hier schön in die Höhe bauen. Klappe ich das schon mal zur Seite, dass wir gleich loslegen können. Das hier ist der Wahnsinn, weil die Qualität dieses Koffers ist wirklich herausragend gut. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist da nur ein bisschen Plastikzeugs. Aber ganz ehrlich, die Haptik von diesen Koffern ist wirklich toll. Das kann ich euch nur versuchen, so ein bisschen rüber zu geben. Aber wenn man das anfasst, es fässt sich sehr wertig an und es ist stabil. Ja. Das ist übrigens noch mal so ein Thema. Soll ich mal mit diesen Koffern einen Test machen auf Stabilität? Schreibt das mal auch unten in die Kommentare und vor allem, ob ich noch andere Systeme testen soll. Wir können die auch mal gegeneinander testen, also Bosch und Makita oder Festool. Soll ich da mal reingehen, das Thema? Dann schreibt es bitte mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, das hier, das ist echt stabil. Ich hätte echt Lust, hier mal einen Stabilitätstest zu machen. So, und jetzt haben wir hier unser System, unseren Systemkoffer und jetzt könnt ihr Folgendes machen. Ihr habt hier unten so einen Griff. Ich zeige euch den mal. Hier, da haben wir einen Griff, um die Arretierung zu lösen. So, und dann habt ihr hier dieses Ordnungssystem.
Finde ich wirklich super gelöst, das ihr auch entsprechend noch ändern könnt. Moment. So. Könnt ihr es hier, ja, wie ihr seht, könnt ihr es rausnehmen, wenn ihr nicht so viel Platz, wenn ihr mehr Platz braucht. Und ihr seht hier ist eine richtige Schiene drin. Das ist jetzt nicht so Plaste, was auf Plastik hier ein bisschen in der Gegend rum macht, sondern schaut mal hier oder hört mal. Das ist wirklich genial. Ja. Und dann habt ihr hier einen Punkt und dann ist es fest. Und dann fällt das hier auch nicht raus. Ja. Das ist wirklich fest, das System. Und so habt ihr hier eine Box, wo ihr wirklich perfekt Schüttgut unterbringen könnt. Das ist eine super Lösung. So, und jetzt bauen wir mal unseren Turm. Fangen wir an, unseren Turm zu bauen. So, Nummer 1 und Nummer 2. Das könnten wir jetzt übrigens natürlich auch schon so tragen. Ja, und haben hier schon das Zubehör gegebenenfalls für die Säge mit dabei. Oder für das Gerät, was immer hier unten in dem großen Hauptkoffer drin habt. So, weiter geht's. Wieder aufgemacht. Hier, den Koffer kennt ihr schon. Ich zeige ihn zur Sicherheit nochmal. So. Na, jetzt kommt euch bekannt vor. Mit dem System kommt bitte ein bisschen dichter. Zeigt das mal richtig genau. Ganz dicht dran. Hier seht ihr das, was ich meine. Ich nehm für euch mal hier auch einen raus. Hier, ja, da, oh, naja, ich versuche es zumindest. Mit dem Cuttermesser wird es jetzt gehen. Also hier seht ihr, die einzelnen Würfel könnt ihr rausnehmen und dann wunderschön hier euer Werkzeug reintun. So, aber den hatten wir schon. Weiter geht's. So, und hier so. Jetzt fängt es an, verrückt zu werden. Wirklich verrückt, denn wir haben jetzt hier, den sogenannten Caddy hier. Bei dem Caddy ist es so, dass ihr diese Boxen hier habt. Jetzt kommen wir sind hier, das hier ist T-Stack, das hier sind jetzt Tough-Boxen. Wir haben hier diese Tough-Boxen, jetzt nehmen wir die mal alle raus. So, die kleinen hier auch, alles raus. So. Das hier ist der einzelne Caddy, den ihr habt. Und jetzt gibt es eine Kleinigkeit, die habe ich vorhin selbst erst entdeckt und habe gedacht, na, das ist mal eine geniale Idee. Nämlich, das Teil hier können wir hier oben drauf packen und machen und tun. Aber ihr könnt es auch an die Wand hängen. Denn schaut mal hier, da sind entsprechende Befestigungsösen. Und dann habt ihr es hier so an der Wand hängen. Dann könnt ihr die kleinen Boxen hier rein tun. 4 Stück. So. Die hier könnt ihr wunderbar dort verstauen. Seht alles und habt es wunderbar so an der Wand dran. Und wenn ihr jetzt denkt, ach ja, naja, hält das denn? Ich glaube schon. Ja, das ist ein super System. Und trotzdem kann ich es jetzt hier einfach wieder rausnehmen. Und auch das hier entsprechend einfach wieder rausnehmen. Und natürlich, wie vorhin gesagt, ist das Ganze voll kompatibel jetzt hier mit unserem Turm. So. Und auch hier wieder eine Seite, klack, andere Seite, klack. So. Jetzt haben wir schon ein ganz stattliches Türmchen. Und natürlich könnten wir auch mehr von den einzelnen Dingen kaufen und das Ganze jetzt höher stapeln. Ich meine, wir sollten natürlich unten auf dem Boden anfangen. Aber wir haben hier schon was Ordentliches. Und jetzt nehmen wir mal die Tough-Boxen hier raus, weil ich euch damit was zeigen möchte. Denn ich habe gedacht, naja, das ist halt so eine Box mit Werkzeug drin. Ha, Freunde, überhaupt nicht. Da kommen wir gleich dazu. So und so. Denn jetzt kommen wir hier zu den Tough Case Systemen. Und da gibt es verschiedene Größen. Und das hier ist die ganz kleine Größe für Schüttgut. Noch ein bisschen dichter hier, dass ihr das mal seht. Wir haben hier so eine ganz kleine Größe. Aufschieben, öffnen. Und da sind da halt Kleinigkeiten drin, die man halt so braucht. Wie hier zum Beispiel was für ein Bit ist das hier? Steht gar nicht drauf. Ein T20 Bit zum Beispiel. So.
Dann haben wir den hier drin. Manchmal braucht man davon ja ein paar mehr. Ihr kennt das, wer kennt es nicht, ja? So, haben wir das alles da. Und dann gibt es hier die nächstgrößere Box. Das ist diese Box. Und hier haben wir mehr Werkzeug drin. Oder wir haben jetzt mal das Beispiel hier entsprechend Werkzeug drin. Es geht mir jetzt gar nicht primär um das Werkzeug hier drin, sondern um die Box an sich. Ja, wenn ihr so schaut, diese Box, die haben eine bestimmte Eigenschaft. Denn seht ihr hier gibt es so eine Art kleine Haken bzw. Vertiefungen. Und die passen merkwürdigerweise perfekt mit diesen Boxen hier überein. Und jetzt könnt ihr nämlich Folgendes machen. Ich zeige euch das mal, auch wenn es jetzt ein kleines bisschen Gefummel ist. Das hier ist ein System. Ich nehme es mal ganz bewusst raus. Wir legen das mal zur Seite. Wir sehen das auch gleich wieder. So. Nehmen wir das hier auch noch raus. Und ihr seht, das ist alles gar nicht so schwer. Ihr seht schon, es ist straff drin. Ja, hier drin fällt auch nicht raus. Ja, aber man kann das entsprechend auch rauslösen. So. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Box zu bestücken, wie wir wollen. Wir können zum Beispiel sagen, naja, ich brauche aber von den ganzen Dingen hier, brauche ich vielleicht nur die hier. Dann mache ich die vielleicht, ich mache die einfach mal hier hin. Ja? Ich kann die hier einfach hier einsetzen, aber dafür brauche ich ganz viele von den Dingern hier. Dann kann ich die, schaut mal hier, ganz simpel hier einsetzen. So, sind die drin. Dann nehme ich die hier dahin und dann brauche ich noch die. Ach nee, die will ich doch nicht haben, nehme ich doch die hier. Und dann packe ich die entsprechend da rein oder hier oder verschiedene Leisten davon. Ich mache jetzt mal in dem Beispiel das so. Und schon habe ich hier meine Box bestückt. Und das finde ich ein super System. Es ist so modular, du kannst damit alles machen, was immer du willst. Ja, das ist schon echt gut gelöst. Übrigens, das hakt hier wirklich sehr gut. Das ist, wenn ihr 2 Boxen hier drin habt, gar nicht so einfach zu entfernen. Dann nehmt ihr einfach das nach oben hier. Moment, so. Und dann könnt ihr es entsprechend so hier recht einfach dann doch wieder rausbekommen. Und ihr seht, diese Box hier ist halt hiermit kompatibel. Und dann schauen wir uns jetzt mal das nächste System an, nämlich das hier. Und jetzt bleiben wir mal erstmal hier bei der nächsten Größe. Hier haben wir jetzt die nächste Größe dieser Boxen, ja, des Tough-Cases. Und ihr seht hier wieder an der Seite das Ganze. Und jetzt können wir dasselbe machen. Wir können hier das Ganze rausnehmen. Upsa, so, kriegen das hin. So. Und können jetzt auch sagen, ja, ich baue mir das hier universell zusammen, mache hier meinetwegen meine Bits rein, mache mir noch das noch rein oder nehme irgendwas aus dem System hier mit rein, habe hier meine Box und fertig. Ja. Ich baue das jetzt mal wieder zurück, so wie es vorher war. Und jetzt wird es ja ganz verrückt. Jetzt seht ihr, wie kompatibel es untereinander ist. So, wieder rein. So, jetzt haben wir Folgendes. Wir haben jetzt ja diese Box. Okay, da haben wir voll bestückt, alles ist drin, alles ist super. Und jetzt wollen wir die beiden Boxen mitnehmen. Ja, was machen wir jetzt? Na, natürlich machen wir Folgendes. Wir bauen diese Boxen zusammen. Ich habe das jetzt noch so in der Form noch gar nicht gemacht, aber das funktioniert, wenn wir das so hinpacken. Nein, so hinpacken. So. Und dann passt das so zusammen und ja, wir haben jetzt hier eine feste Verbindung und können jetzt die ganz einfach wieder lösen, ja, und kommen jetzt entsprechend auch wieder hier unten dran. Und so setzt sich das Ganze entsprechend fort. Wir haben hier die große Box. Jetzt haben wir hier folgende Möglichkeit. Moment, jetzt muss ich gucken, wie das hier war. Hier habe ich das so. Das ist die große Tough, das ist das große Tough Case. Hier wird es ganz verrückt, weil hier haben wir jetzt so viele Möglichkeiten der Verbindung. Erst einmal, wir machen das mal auf. Also wir fangen mal hier an. Sieht schon mal schick aus, oder? Wir haben hier einen wunderbaren Griff und hier kann man quasi unendliche Möglichkeiten an Dinge reintun. Ja, wir machen jetzt mal das komplett auf. Wie man sieht, bekommt man hier auch diese Abstandshalter hier, die man einfach hier auch reinklipsen kann an eine beliebige Stelle. Hier, da und so weiter. Ich mache die jetzt mal ab. So, und jetzt seht ihr hier in sich, dass überall dasselbe System. Ja, wir können hier auch wieder diese kleinen Schüttboxen reintun.
Ja, hier können wir richtig viele, weiß gar nicht, wie viele hinpassen. Ja, mal schauen. Da ist aber richtig Platz hier. So, vielleicht machen wir einen Abstand. Vielleicht machen wir so. Dann nochmal. Und nochmal. Können wir auch mal einen so rum machen. So, also seht hier, Platz ohne Ende. Und hier haben wir auch die Möglichkeit für verschiedenste Werkzeuge. Hier zum Beispiel, das finde ich super gelöst. Hier, damit das nicht rausfällt, haben wir hier dieses Teil hier drin. Das nehmen wir raus und schon kommen wir hier super ran. Und wenn wir jetzt das Ganze wieder transportieren wollen, ja, packen wir das wieder rein. Hier nach oben ist es gegen Rausfallen geschützt und damit hält es super. Und ihr habt hier erstmal innen drin eine Möglichkeit, auch hier dadurch, durch diese kleinen Abstandshalter, eine Möglichkeit zu schaffen, dass ihr hier alles Mögliche reintun könnt. Ja? Es ist also extrem modular. So, und jetzt machen wir das Ganze wieder zu. Und jetzt können wir anfangen zu stapeln. Das heißt, wir haben jetzt hier meinetwegen eine größere Box. So, die packen wir hier rein und dort und befestigen das Ganze. So, die ist jetzt schon mal fest. Jetzt haben wir aber noch eine zweite. Okay, dann packen wir die hier oben drauf. Moment. So, packen wir die hier oben drauf und befestigen das. Das Ganze machen wir hinten auch nochmal. Und jetzt ist das hier befestigt. Jetzt haben wir davon, stellt euch mal vor, wir haben davon hier und da nochmal welche. Jetzt haben wir auch noch kleine. Also nehmen wir die kleine wiederum, packen die hier drauf und befestigen das Ganze, nehmen auch das, packen das Ganze hier drauf, nein, so rum, packen das hier drauf und befestigen das auch noch. Und ihr seht, man kann damit schon echt, ja, ich zeige es mal hier, einen wunderbaren Turm bauen. Apropos Turm bauen, wir wollten noch hier was machen. Wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, klack, klack, und haben jetzt hier unseren Werkzeugturm. Und das Ganze können wir modular gestalten, wie immer wir wollen. Das heißt, ihr habt ja gesehen, hier drin können wir die kleinen Schüttboxen, diese ganz kleinen, ganz kleine Mini-Tough-Case hier reintun. Hier die nächste Größe, haben hier die Möglichkeit, das reinzutun. Hier können wir das Ganze kompatibel stapeln, machen und tun. Und falls ich es vorhin nicht gezeigt habe, ich bin mir nicht mehr sicher, ich war so in Rederage hier, möchte ich mal zeigen, auch diese Größe kannst du natürlich hier einfach einklicken, ja, und hier hochklappen, klappen und entsprechend ist es verbunden. Und ich hatte ja vorhin gesagt, Ordnung ist das halbe Leben, also nehmen wir das Ganze und bestücken hier unsere Box auch wieder. Wir können es ja reintun. Ne, ich möchte das lieber auf die Seite haben. So. Das nehme ich hier rein. Das hier hin. Und das nehmen wir wieder hier hin. Und schon, ja, ist die Box wieder bestückt. Alles ist drin, alles ist zu. Wunderbar. Packen wir drauf und dann haben wir es schon. Und jetzt haben wir unseren Turm und übrigens nur zur Sicherheit, nicht, dass ihr denkt, ihr kommt jetzt nicht mehr in das Werkzeug ran. Ja? Ihr könnt natürlich ohne Probleme jetzt hier zum Beispiel einen Koffer aufmachen und das Ganze aufklappen und könnt hier entsprechend an das Werkzeug ran und das Ganze dann wieder zumachen. Ich finde gerade auch die IP54 geschützten Boxen super, weil wenn du auf der Baustelle bist und es wird staubig, selbst wenn du jetzt hier Gipskarton schleifst und so weiter, kommt es hier nicht rein. Das kann ja, oder was ich, Zementstaub oder einfach nur Dreck und was auch immer, das dringt hier nicht ein. Und selbst wenn ihr den Koffer jetzt mal irgendwo im Regen stehen lässt, dringt es halt auch nicht ein. Oder woher auch immer gerade Wasser auf der Baustelle kommt. Und das finde ich ein super System und nochmal super durchdacht. Und ich finde es auch eben gut, dass die so robust sind. Und da fallen mir so viele Tests ein. Aber ich bin gespannt, ob ihr die sehen wollt. So, jetzt von mir nochmal der Hinweis. Das Ganze ist natürlich kompatibel durch diese Folie oder durch diese Noppen, die ihr rausnehmen könnt, auch zu anderen Herstellern so gesehen. Also ihr könnt auch andere Geräte hier reintun und betrachtet das erstmal als genau eine Sache, nämlich als ein perfektes Ordnungssystem.